Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Im 5. und letzten Aufbauvideo für die klassische Legoland-Stadt mit den beweglichen Minifiguren stellen wir uns heute die letzten 4 Eisenbahnsets der blauen Ära zusammen. Es waren die letzten Packungen mit blauen Schienen, bevor 1980 die grauen Schienen eingeführt wurden. Jedes Set hat 2 bewegliche Minifiguren. Beim Güterbahnhof und Personenwaggon von 1978 waren die Figuren nicht bedruckt. Bei den 2 Güterwagen von 1979 ist ein bedruckter Zugführer dabei. Zuerst bauen wir uns gemeinsam den Güterbahnhof mit Portalkran 165 auf. Ich habe mir wieder die Bauanleitungen aus dem Internet ausgedruckt, die Steine mit Bricklink-Suchlisten zusammengesucht und die Replacement-Stickers bestellt. Der Güterbahnhof besteht aus 252 Teilen. Die graue 32×32 Grundplatte ist mit 25 € das teuerste Teil davon. Die Noppenabstände vom Grundriss muss man sich auf der Bauanleitung wieder abzählen. Das Lagerhaus steht auf 8 Stützen aus 2×2 Steinen. Das Nebengebäude hat Grundmauern aus schwarzen Platten. Vor dem Lagerhaus führen 2 Gleise vorbei, auf den alten weißen 2×8 Platten als Schwellen, die bündig aneinander liegen. Die alten blauen Schienen sind sehr billig, für dieses Set brauchen wir insgesamt 18 Stück. 2 Schienen nehmen wir gleich hier als Führung für die Räder vom Portalkran. Damit ist der Grundriss fertig und wir bauen die ersten Reihen vom Nebengebäude. Der Unterbau vom Lagerhaus ist 3 Steine hoch und schwarze 1×6 Steine bilden den Abschluss. Darauf kommt der Boden aus grauen Platten. Neben die Führung vom Portalkran kommen nochmal 2 Schienen auf blauen 1×2 Steinen. Das Lagerhaus hat in der Mitte Stützen aus 1×2 Steinen und ist vorne und hinten offen. Ins Nebengebäude kommt vorne und hinten eine weiße Tür und an der Seite ein weißes Fenster. Es ist durch die Minifiguren nicht bespielbar. Für die Lagerhaustüren braucht es rote Scharniersteine. Nach 8 Steinen Bauhöhe schließen wir alle Türöffnungen mit 1×8 Balken ab. An die Vorderfront kommen 4 weiße Garagentüren. Im Steuerraum sind 3 umlaufende 6×3 Stadtplan-Schaufenster. Das Nebengebäude ist überall geschlossen. Die Lagerhalle decken wir mit grauen 4×8 Platten ein. Die schwarzen 1×2 Platten sind für die Aufbauten. 2 Schienen für den Portalkran und 2 gelbe 1×8 Steine als Schild. Hier müssen wir den 16 Noppen langen Aufkleber mit dem Schriftzug Güterbahnhof aufkleben. Man kann aus 8 verschiedenen Sprachen auswählen. Auf den Steuerraum kommt auch ein graues Flachdach und eine alte milchig-weiße Fernsehantenne. Bevor wir zum Portalkran kommen, stellen wir 6 gelbe Kisten Ladegut auf die Rampe aus jeweils 2 2×2 Steinen mit Transportaufkleber. Als Personal haben wir 2 Minifiguren mit Schildmützen, ohne Aufkleber und ohne Bedruckung. Der Portalkran hat vorne einen fahrbaren blauen Fachwerkgitterständer auf 2 einzelnen Flugzeugrädern. Aus 2 blauen Plattenreihen klemmen wir einen 16 Noppen langen Träger für 2 Eisenbahnschienen. 2 dieser Träger verbinden wir für die Schiene der Laufkatze. An einem Ende kommt noch das zweite Fahrgestell mit 2 einzelnen Flugzeugrädern.
Jetzt stellen wir die Laufkatze zusammen mit 2 Fliesen und der gelben Seilwinde, die kopfüber aufgehängt wird. Statt dem Lasthaken kommt eine graue 2x2 Ösenplatte auf das Seil. Jetzt stellen wir das Fahrwerk des Portalkrans in die Schienen am Dach und verbinden den Querträger mit dem Ständer. Jetzt ist das erste Set fertig. Die Transportkisten werden in der Snot-Technik angeklemmt. Es fehlt uns noch ein passender Frachtwaggon zum Beladen. Wir nehmen dazu den Flachwagen 166 aus 42 Teilen mit 2 Minifiguren. Auf einem alten 6x16 Fahrgestell mit den farbigen Magnetkupplungen und Seitenpuffern. Es gibt eine rote Steinreihe als Niederportwände und 16 Rundsteine als Runken, natürlich alle mit Vollnoppen. Bei den 2 Figuren haben wir den Zugführer mit einer weißen Fliese als Ladepapier und den schwarzen Bahnarbeiter mit gelber Warnweste und mit einem gelben Helm. Der gelbe Helm ist nicht selten, ich habe aber leider nur einen roten Helm bei der Hand. Als Ladegut sind 7 gelbe Platten dabei. Beim Set sind 4 blaue Schienen und 3 weiße Schwellen enthalten. Der zweite Güterwagen ist bei der Autoverladung 167 aus 87 Teilen. Hier sehen wir die alternativen Bauideen. Wir haben eine schwarze Auffahrtsrampe mit 2 Puffern als Prellbock und 2 4 Noppen breite Gartenzauntüren auf 3 Noppen schmalen Scharnieren. Eine schwarze Tür fehlt mir, sie kommt nämlich nur in 2 Eisenbahnsets vor. Die graue Auffahrtsrampe ist auf einem Scharnier befestigt, mit einer Begrenzung aus niedrigen Gitterzäunen und 2 Fliesen als Anschlussteile. Bei den 2 Figuren haben wir wieder Schaffner und Bahnarbeiter mit gelbem Helm. Der Waggon hat ein kleines 6x12 Fahrgestell mit niedrigen roten Gitterzäunen als Abgrenzung. Geladen ist ein kleines gelbes Auto im 78er Stil mit freistehenden Kotflügeln. Zum Schluss kommt noch der Personenwagen. Es ist der Bahnpostwagen 164. Ein großer Waggonbaukasten mit 152 Teilen. Mit 2 unbedruckten Minifiguren, mit einer großen 6x16 Waggongrundplatte, 8 transparenten bedruckten 2x2 Zugfenstersteinen von 75. Erstmals werden graue Dachsteine für die Waggondächer verwendet und es gibt erste einfache Türen zum Aufmachen. Die 4 roten 3x4 Türen haben aufgeklebte Fenster. Sie sind nicht so häufig wie man denkt und mit den Aufklebern fast noch leichter zu finden als ohne. Der Bahnpostwagen aus dem Katalog ist nicht in der Bauanleitung. Ich stelle ihn mit euch zusammen, weil er der einzige Waggon mit der schönen gelben Zierleiste ist und mit eckständigen Türen. Die Zierleistenhöhe müssen wir unter den Türen mit 1x3 Platten ausgleichen. Dann kommt auf alle 4 Ecken ein Türscharnier. Hier seht ihr, wie die Türen angeordnet sind. In die Stirnwände kommt ein transparenter 1x2 Stein als Fenster. Dasselbe bauen wir für die gegenüberliegende Seite. Dann kommen die Seitenwände mit der gelben Zierleiste, mit 3 Fenstern und Zwischensäulen aus 1x1 Steinen. Als Decke haben alle Waggons in diesem Baukasten eine Kombination aus 2 4x8 und 2 2x8 Platten. Darauf kommt dann erst das Dach aus den grauen 33 Grad Dachsteinen, das vorne und hinten eine Noppe vorsteht. Bei diesem Waggon testen wir einmal selbstgedruckte Aufkleber, die ich mir einfach aus der Teileliste von Bricklink mit einem Laserdrucker auf Papierklebeetiketten gedruckt habe.
Auf dem Aufkleberbogen gibt es immer nur 2 gleiche Kurstafeln, obwohl man 4 für einen Waggon braucht. Man muss die Aufkleber mit der Schere ausschneiden. Das Aufkleben ist eine kleine Nervensache. Die Etiketten können natürlich nie so schön geschnitten sein wie die Replacement Stickers, aber sie haben weniger von dem unangenehmen Kunststoffglanz und sind als Notlösung durchaus brauchbar. Ich habe noch die Puffer vergessen. Dann haben wir unseren DB-Kurswagen von Basel nach Hamburg fertig und vergleichen ihn mit dem alten Schlafwagen 137 von 76. Man kennt dabei den Generationssprung mit den Türen und mit dem Dach. Die neuen Waggons sind auch 1 bis 2 Platten höher gebaut. Nach dem Bahnpostwagen aus dem Katalog bauen wir jetzt den Caboose von der Verpackung. Bei uns würde man sagen den Schlusslichtwagen. Diesmal fangen wir gleich mit den Puffern an. Der Wagenkasten steht auf einer Reihe schwarzer Platten. In den Dienstwagen kommen nur 4 Fenster, 2 auf jeder Seite. Und an den Stirnseiten jeweils eine unbeklebte Tür. Auf die Plattformen stecken wir ein schwarzes Geländer und jetzt kann auch schon der Zugführer seinen Dienst antreten. Über die Fenster kommt nochmals eine Reihe rote Platten mit vorstehenden Stützen für das Dach. Zuerst bauen wir die Beobachtungskuppel mit 2 kleinen 1x2 Steinen als Seitenfenster. Dann decken wir den ganzen Wagen mit Dachsteinen ein. An den Rändern schauen sie überall vor. Als Kamin kommt noch ein Rundstein auf das Dach. So wie auf der Verpackung kleben wir das Logo der belgischen Staatsbahnen auf. Und auf der hinteren Plattform lassen wir auch gleich die Passagierin mitfahren. Dann habe ich noch 2 Waggons gebaut, den ÖBB-Mitteleinstiegswagen. Im Vergleich zur Bauanleitung habe ich ihn mit schwarzen Faltenbälgen ergänzt. Ich denke, die schwarzen Faltenbälge gehören einfach zu jedem Waggon dazu. Und hier ist noch der DB-Gepäckwagen. Es sind mir jetzt leider die Türen ausgegangen und ich musste eine zusammenstöpseln. Auf der anderen Seite hat der Gepäckwagen überhaupt keine Türen. Mit 4 Waggons haben wir jetzt schon einen schönen Personenzug zusammen. 78/79 gab es keine neuen Lokomotiven. Die neuesten Modelle sind die Diesellokomotiven vom Vorjahr 77. Vor den Personenzug spannen wir natürlich die Mehrzwecklok 737. Wir fahren natürlich mit 12 Volt. Ich habe hier die 2 verschiedenen Transformatormodelle, den großen 740 und den kleinen 741. So schaut eine Originalverpackung aus. Jetzt lassen wir den Zug auch schon abfahren. Ihr seht, dass sich das runde Schienenoval und die eckigen Straßenplatten nicht sehr gut kombinieren lassen. Deshalb lassen wir schon heute im Aufbauvideo den Zug im Kreis fahren. Im Übersichtsvideo am nächsten Freitag werde ich kein Schienenoval in der klassischen Legoland-Stadt von 78 bis 79 Platz haben. Zu dieser ersten Generation der beweglichen Minifiguren und dem beklebten Kühlergrill bei den Autos gehört nämlich immer noch die blaue Eisenbahn dazu. Die graue Eisenbahn kam erst 80 auf den Markt. In der grauen Eisenbahn-Ära sind die Sets viel komplizierter und nahezu unerschwinglich. Im Katalog haben wir auf der Titelseite schon die großen Brocken, die Schlepptänderlokomotive 7750 und den TEE 7740. Schon im ersten Jahr kamen 28 neue Sets auf den Markt, darunter sehr viel Zubehör, die neuen grauen Schienen mit den empfindlichen Schwellen, sehr viel elektronisches Zubehör,
Transformator, steuerbare Weichen, Lichtsignale, Beleuchtung in den Zügen und an der Strecke. Bei dieser Spielwelt habe ich noch nie mit einem Grundstock für eine Sammlung begonnen. Ich habe kein einziges Set davon. Wer sich für die Graue Eisenbahn interessiert, den muss ich an andere Kanäle weiterempfehlen. Als kleinen Trost habe ich euch heute noch die allerletzten Sets der Blauen Eisenbahn aufgebaut und lasse sie zum Abschied noch einmal auf dem 12-Volt Schienenoval im Kreis fahren. In den letzten 5 Wochen haben wir alle Stadtsets von 78 bis 81 gemeinsam zusammengestellt. Am nächsten Freitag kommen alle Sets von 78 und 79 gemeinsam auf den Tisch. Wir können das Gesamtbild der klassischen Legoland-Stadt bewundern und ich zeige euch anhand der Geschichte von Mary und Bill die Spielfunktionen der Sets. In 2 Wochen gibt es dann das zweite Übersichtsvideo mit dem neueren Baustil von 80 und 81. Mit diesen Bildern bedanke ich mich bei allen Zusehern recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!